wenn du jetzt für ein Jahr verreisen würdest. Es wird mir nichts ausmachen. Gar nichts. Ich habe aber nicht vor zu verreisen. Genau das ist das Problem. Wenn ich dich ständig hier sehe, geht das Ganze wieder von vorne los. Und wie soll es jetzt weitergehen? Es gibt nur eine Lösung. Du solltest dir mal langsam Klarheit verschaffen über deine Gefühle. Sonst nimmt dich eines Tages keine Frau mehr ernst. Es ging mir immer nur um eine Frau. Ich ziehe aus. Du willst also weglaufen? Ich brauche Abstand. Lass uns doch gemeinsam nach einer Lösung suchen. Gemeinsam! Hinter dieses Wort mache ich ein ganz großes Fragezeichen. Ich suche nach einer Lösung, mit der ich leben kann, nicht wir. Elisabeth, zwischen Coco und mir war nichts. Sie hat dich geküsst. Du hast dich in sie verliebt. Du redest von Gefühlen und das nennst du nichts? Zum 100. Mal ja, es war nur ein Kuss. Und sie hat ja zu viel getrunken. Oh, was für eine erbärmliche Rechtfertigung. Was kommt denn als nächstes? Zu wenig getrunken? Tut mir leid, mehr habe ich nicht zu bieten. Ich habe alles aufgedeckt. Dir zu glauben, fehlt mir leider das Vertrauen, Arno. Ich liebe dich, Elisabeth. Nur dich. Bitte, geh nicht. Willst du alles zerstören, was wir zusammen aufgebaut haben? Diese Frage hättest du dir stellen sollen. Hey Paul, wo ist Konstantin? Ach, der ist gerade mit so einer Hübschen nach L.A. durchgebrannt. Red nicht immer so einen Müll. Frauen reden, Männer handeln. Jetzt sag schon. Er trifft sich mit Ansgar. Ja, vielleicht kann er ihm ja helfen, dass er nicht weg muss. Mann, das wäre ja... Ein Akt der Nächstenliebe. Passt irgendwie gar nicht zu Ansgar. Hauptsache Konstantin kann hier bleiben. Was ist? Holst du dir eine Packung? Muss ich ja wohl, wenn ich immer so einen gut gelaunten Bruder hab. Ich bin immer gut drauf. Klar, du bist ja auch ein Mann, der handelt, um Probleme zu lösen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Dass du in Carla verliebt bist, hast du ewig verdrängt. Warum wollen eigentlich alle Frauen über sowas reden? Tja, was dagegen getan hast du aber nicht. Ich gehe aus dem Weg. Ich denke nicht mehr an sie. Es ist alles super. Und jetzt hör auf zu quatschen und zeig, dass du es immer noch nicht drauf hast. Da kommen wir genau richtig. Hi. Na? Alt gegen jung? Die zwei stecken wir locker in die Tasche. Ach, da fällt mir ein, ich muss noch was aus dem Internet raussuchen. Für Englisch. Bis dann. Paul! Was ist mit dem los? Ja, das hört sich doch hervorragend an, Dr. Crossmann. Ja. Ja, vielen Dank. Morgen um 10. Genau. Und? Ja, halb so wild. Vater kann dich nicht zwingen, gegen deinen Willen nach Amerika zu gehen. Obwohl ich nicht volljährig bin? Das spielt keine Rolle. Trotzdem kannst du dir aussuchen, wo und bei wem du leben möchtest, solange eine volljährige Person die Verantwortung übernimmt. Und wer soll das sein? Na, ich zum Beispiel. Ach ja, was tue ich nicht alles dafür, dass mein kleiner Bruder sich wohlfühlt? Das heißt, ich kann hier bei Lisa bleiben? Aber was ist, wenn Johannes Stress macht? Das kann er gerne tun, aber das wird nichts ändern. Im Juristendeutsch heißt das, ich übernehme die Verantwortung für dich und ihm wird das Bestimmungsrecht für deinen Aufenthalt entzogen. Okay, und was muss ich jetzt noch machen? Nichts. Du hast ja gehört, der Anwalt kommt morgen früh.
Konstantin, ich freue mich, dass du mir wieder vertraust. Was heißt dir Vertrauen? Die Sache mit Vater ist ja wohl immer noch das Letzte. Ja, das hast du ja oft genug betont. Dann ist ja gut. Konstantin, ich will dir einfach einen Gefallen tun. Weil du mein Bruder bist. Und weil ich dich mag. Bingo! Ich sehe schon, wir zwei ollen Schachteln haben gegen deine Tochter keine Chance. Ihr denkt zu viel. Euch fehlt der Mut zum Risiko. In meinem Alter geht man das noch ganz locker an. Komisch, bei deinem Bruder habe ich gerade nicht viel davon gemerkt. Sind bestimmt die letzten Ausläufer der Pubertät. Du und deine Sprüche. Ich dachte, Paul hätte das längst hinter sich. Er ist spät dran. Das ist bei Jungs nun mal so. Meint ihr, ich soll noch mal mit ihm reden? Nein. Bloß nicht. Aber irgendwas hat er doch. Ach, es war ihm bestimmt nur peinlich, dass er mit 3 Frauen Billard spielen musste. Ja, und er hat doch öfter mal seine komischen 5 Minuten. Na, wahrscheinlich habt ihr recht. Komm, wir spielen noch eine Partie, hm? Mut zum Risiko. Okay, aber diesmal hast du keine Chance, Lisa. Das letzte Spiel habt ihr eigentlich auch verloren. Wieso? Weil Carla die eine Kugel heimlich verschoben hat. Sie gar nicht. Oh, doch, habe ich genau gesehen. Na, Männerrunde? Wollt ihr noch ein Bier? Nein, wir haben auf euch gewartet. Ist irgendwas passiert? Setzt euch, bitte. Ihr habt es sicher längst gemerkt. Zurzeit gibt es gewisse Spannungen zwischen Elisabeth und mir. Dann hast du letzte Nacht doch nicht wegen einer Erkältung auf dem Sofa geschlafen. Nein, habe ich nicht. Und wo ist Elisabeth jetzt und warum reden wir nicht alle zusammen? Sie ist in die Pension gezogen. Nur vorläufig, versteht sich. Aber ihr vertragt euch doch wieder, oder? Also, das ist kein ernster Streit, wie bei Susanne und Papa. Das hoffe ich nicht, natürlich. Aber alles hängt davon ab, wie Elisabeth sich entscheidet. Ob sie letztendlich Ja sagt oder... Oder nein? Oder nein. Respekt. Du spielst besser als andere. Ohne Handicap. Ich hatte auch genug Zeit zum Üben. Andi lässt sich mal wieder Zeit. Vielleicht hat er nur Angst, dass er verliert. Zu Recht. Machst du mir noch ein Alt? Klar. Hallo, Frau Brandner. Hallo, Nicole. Zimmer Nummer 2 ist doch im Moment nicht belegt, oder? Nein, wieso? Dann vermiete es bitte in der nächsten Zeit nicht. Ich bekomme den Schlüssel. Sicher. Frau Brandner, ich... Danke, dass du noch eine Runde mit mir gehst. Kein Wunder, dass du nach den News so geschockt bist. Ich meine, mir geht's genauso. Anne und Elisabeth haben einen riesen Ehekrach. Und wir bekommen nichts mit? Schon unglaublich, oder? Papa tut mir so leid. Er war die ganze letzte Zeit schon so betrübt. Hoffentlich geht es gut. Hey, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken. Elisabeth, die meldet sich bestimmt bald wieder. Weißt du denn, ob irgendwas Schlimmeres passiert ist? Ja, ich weiß, worum es geht. Aber Papa hat mich gebeten, mit niemandem darüber zu reden. Okay, aber wenn du es gar nicht mehr aushältst, ich bin immer für dich da. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir haben das damals mit der Trennung von Alex auch geschafft. Na gut, bei Lisa hat es ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, er hat Angst, dass ihm das Gleiche passiert. Dass Elisabeth nie mehr wiederkommt. Du wirst sehen, die beiden, die versöhnen sich wieder. Die haben einfach nur eine Krise. Ich bin froh, dass du daran glaubst. Ich hoffe es ja selber, für uns alle. Wenn ich dich nicht hätte. Und Carla. So,
Jetzt geht's mir besser. Komm, lass uns nach Hause gehen. Coco, was um Himmels Willen machst du um diese Zeit hier? Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, Ich habe Ihre Frau am No Limits gesehen. Sie hat sich ein Zimmer genommen. deswegen hättest du nicht zu kommen brauchen, das weiß ich. Sie ist wegen mir gegangen, oder? Was soll die Frage? Ich will eine Antwort. Ist es meinetwegen? Ja, auch. Aber warum denn? Ich war doch nur betrunken und habe mich allein gefühlt. Zwischen uns ist nie etwas gelaufen, es wird auch nie was sein. Ja, Coco, das haben wir doch bereits geklärt. Aber warum haben Sie dann Ihrer Frau von dem Kuss erzählt? So hab ich... Woher... Ja, warum denn nicht? Wenn klar war, dass alles nichts zu bedeuten hatte. Ja. Elisabeth ist meine Frau und sie wird hier bald wieder einziehen. Und Coco, deswegen ist es besser, wenn wir uns für die nächste Zeit nicht sehen. Um keine neuen Missverständnisse aufkommen zu lassen, verstehst du? Sie haben recht. Auch wenn ich beim nächsten Länderspiel bestimmt noch mal an Sie denken muss. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Gute Nacht. Frau Kepler, jetzt machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Ihre Nichte wird doch heute noch entlassen. Sie hat wirklich Glück gehabt. Ja, und mich als Retter. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, vielen Dank. Ja, Konstantin wird sicherlich gleich hier sein. Hi, sorry, ich habe die Wecker nicht gehört. Ja, kein Problem. Guten Tag. Dr. Grossmann, mein Bruder Konstantin, Sie kennen sich ja. So, dann erzählen Sie uns doch mal, was alles nötig ist, damit ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekomme. Zunächst ist es erforderlich, dass Sie dieses Recht auf Ihren Bruder übertragen. Ja, klar. Das ist gar kein Problem. Ja, ich mache das nicht deinetwegen. Nur damit ich bei Lisa bleiben kann. Ja, ich weiß, das hast du ja oft genug betont. Gut, dann sollten Sie sich zunächst das hier einmal durchlesen und dann unterschreiben. Frau Kepler, was gibt's denn schon wieder? Sie haben Besuch. Vater, na sieh mal an. Tja, ist leider ungünstig, wir sind gerade in einer wichtigen Besprechung. Guten Morgen allerseits. Konstantin, könnte ich dich bitte einen Moment sprechen? Es ist sehr wichtig. Lisa, Konstantin kann warten, der Bus nicht. Ja, Du musst dich beeilen. nur noch eben zu Ende schreiben. Das kannst du ja im Bus machen. Ich will aber, dass er sie hat, wenn er sein Handy anmacht. Und das ist jeden Moment. Wie lange seid ihr zusammen? 6 Monate, 3 Tage, 7 Stunden und 13 Minuten. Na, dann hört es ja bald auf. Das hört nie auf. Ich will aber, dass du zum Mittagessen nach Hause kommst. Eigentlich bin ich verabredet. Ach komm, Lisa. Jetzt, wo es deinem Großvater nicht so gut geht, sollten wir ihn nicht alleine lassen. Du hast ja recht. Bis später. Bis später. Na, schon so früh, so wach? Du mich auch. Morgen. Na, gut geschlafen? Geht so. Die Sache mit Arno und Elisabeth ist echt blöd. Sonst noch was? Nein. Das ist Carla. Hallo, du Schöne. Oh, danke gleichfalls. Du hast doch gesagt, du hast erst zur 3. Stunde. Ich dachte, wir frühstücken gemütlich zusammen. Ich muss vorher noch was wegen der Projektarbeit besprechen. Bis dann. Kannst du mir mal erklären, warum mein Sohn dauernd vor mir flüchtet?
Entschuldige, dass ich dich so überfalle, aber ich habe mehrmals versucht, dich auf dem Handy zu erreichen. Ja. Was gibt's denn? Ansgar und der Anwalt warten. Sag mal, was hast du eigentlich mit einem Anwalt zu tun? Ansgar soll die Betreuung für mich beantragen. Du, das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Damit du mir nicht mehr vorschreiben kannst, dass ich auf ein Internat nach Amerika muss. Wann siehst du endlich ein, dass ich kein kleiner Junge mehr bin? Konstantin, ich habe das Internat bereits informiert, dass du in Deutschland bleibst. Bei Lisa und bei uns. Und wie kommt's dazu? Nun, deine wunderbare Freundin hat mir gestern Abend noch gehörig den Kopf gewaschen. Soll das heißen, ich habe das alles ihr zu verdanken? Ja. Unter einer Bedingung, Konstantin. Du hältst dich aus allen Problemen raus, die Ansgar und mich betreffen. Ist das klar? Konstantin, können wir weitermachen? Dr. Grossmann wartet. Ich glaube, Johannes und ich, wir haben eine andere Lösung gefunden. Was machst du hier? Ich vermisse dich. Komm zurück. Oh, das tut mir leid. Ich habe mir auch schon mal Dinge gewünscht, die ich nicht haben kann. Zum Beispiel einen Ehemann, der sich nicht gleich anderweitig orientiert, wenn ich mal beruflich eingespannt bin. Gib mir wenigstens einen Moment Zeit. Ich möchte dir etwas erklären. Ach, ich weiß schon, was jetzt kommt. Vorwürfe, weil ich zu viel arbeite, Entschuldigung, weil du dich vernachlässigt fühlst und Rechtfertigung, weil du dich mit diesem jungen Ding einlässt. Ich habe mich nicht mit Coco eingelassen. Du hättest aber gerne, nicht wahr, wenn sich die Gelegenheit geboten hätte. Weil sie dir schmeichelt, weil dieses junge Ding dich bewundert, zu dir aufschaut. So ist es doch, nicht wahr? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, was wir da noch reden sollen. Hast du vergessen, dass du auch einmal Abstand gebraucht hast von unserer Ehe? Ach ja, die Sache mit Luke. Du hast ja noch was Gutes, habe ich vollkommen vergessen. Das war klar, dass du jetzt in dieser Situation das rauskramst. Aber hier geht es nicht darum, was ich einmal getan habe. Hier geht es darum, was du noch für mich empfindest. Und das ist in meinen Augen zu wenig. Jetzt sag schon, wie hast du meinen Vater rumgekriegt? Wird nicht verraten. Die Hauptsache ist, du bleibst hier bei mir. Komm, ich gebe dir einen Cocktail aus, zur Feier des Tages, weil du mich gerettet hast, okay? Geht leider nicht. Ich habe Susanne versprochen, zum Mittagessen zu Hause zu sein. Wegen Arno. Aber wir holen das nach. Wir haben noch jetzt jede Menge Zeit. Ich bin nur froh, dass du die Sache mit deinem Bruder nicht gemacht hast. Ja, ich auch. Wäre schon komisch gewesen, sich von jemandem helfen zu lassen, den man ätzend findet. Ab jetzt hältst du dich einfach aus dem ganzen Stress raus. Klar, offiziell ja. Wie meinst du das? Ich will, dass Ansgar dafür bestraft wird, was er meinem Vater angetan hat. Konstantin, sei vorsichtig. Versprich mir das. Ja, klar. Aber Ansgar sagt, er mag mich. Und ich bin der Einzige, der überhaupt noch einen Draht zu ihm hat. Trotzdem, ich habe Angst um dich. Isa, ich passe schon auf mich auf. Aber wenn ich richtig nett zu ihm bin, dann verquatscht er sich bestimmt. Und zack, dann haben wir den Beweis und sind ihn los. Wenn das klappt, dann weiß Johannes endlich, dass er mich unterschätzt. Jetzt mach dich doch deshalb nicht schon wieder so verrückt. Mach ich aber. Du hast doch gesehen, wie Paul heute Morgen abgehauen ist. Und gestern war es genau dasselbe. Vielleicht musst du auch einfach nur was für die Schule tun. Paul, der Superstreber? Nee, das passt nicht. Da steckt was anderes dahinter. Jetzt sieh das doch nicht so negativ. Denk an deine weise Tochter und an die Ausläufer der Pubertät. Bei Konstantin läuft das auch oft so. Ich kenne Paul. Da ist irgendwas. So gestresst habe ich ihn noch nie gesehen. Vielleicht liegt es an mir und meiner Erziehung.
Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Nein. Wieso denn? Weil ich ihn wie einen Erwachsenen behandle. Jede alleinerziehende Mutter ist froh über einen vernünftigen Gesprächspartner. Er hat ein Problem, das merke ich. Und er will mich nur nicht damit belasten. Aber ich krieg schon noch raus, was es ist. Vielleicht ist es ja doch nur ein junges Mädchen, in das er unglücklich verliebt ist. Hm? Ich muss dir unbedingt erzählen, was passiert ist. Also, ich war bei Konstantins Vater. Und jetzt darf er in Deutschland bleiben. Super, gratuliere. Du freust dich doch auch, dass er bleibt. Du, das ist mir relativ egal. Du lügst. Meinst du, ich merke nicht, wie schlecht es dir immer noch geht, wegen Carla? Und dass du jemanden zum Reden brauchst? Solange Susanne nichts weiß, ist alles okay. Ja, und in einer Woche kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal in Carla verknallt warst. Genau. Frauen sind austauschbar. Paul, ich weiß doch, was für ein Stuss du redest. Und jetzt komm mit runter. Oder soll Arno allein essen? Ich komme gleich nach. Kann ich irgendwie helfen? Nein, bin schon fertig. Gibt auch nur Tiefkühlpizza. Wieso nur? Pizza ist immer gut. Das riecht lecker. Habt ihr euch abgesprochen? Wo ist Paul? Auf seinem Zimmer. Dann fang schon an, ich hole ihn. Also. Thunfisch, Zwiebeln, Champignons oder lieber Caprese? Natürlich von beidem. Ach, Arno. Die Zwiebeln. Ihr vertragt euch bestimmt wieder. Komm schon, du bist doch ein sturer Esel. Kämpf um sie. Opa. Ich habe dir oft gesagt, du sollst mich nicht Opa nennen. Und hör auf, so erwachsen mit mir zu reden. Mann, ich krieg einen Lagerkoller. Ich muss hier raus. Ja, okay. Du bist echt ein Kumpel. Weichei. Konstantin hat keine Zeit? Nee, komm, lass uns runtergehen. An. Auch wenn du dich bei Konstantin nicht ausquatschen kannst. Ich habe Zeit. Ist vielleicht nicht so cool mit der Mutter, aber muss ja keiner erfahren. Danke. Kein Bedarf. Doch. Ich merke schon seit längerem, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Das bildest du dir ein. Und warum musst du dann dringend raus und hast einen Lagerkoller? Blödes Gelaber, mehr nicht? An dem aber was dran zu sein scheint. Es ist nichts. Warum weichst du mir ständig aus? Ich will endlich wissen, was los ist. Merkst du überhaupt was? Du bist mein Problem.